Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dennis kocht. Heute machen wir einen wunderschönen Ofenkürbis mit einem kleinen Feldsalat und gratinierten Ziegenkäse. Dafür habe ich mir jemand ganz Besonderes eingeladen, wo ich mich persönlich auch sehr drauf freue. Ihr kennt ihn alle, er ist unser Stadionsprecher, er hat ein eigenes Kochformat und deswegen begrüße ich besonders herzlich Nobby Norbert Dickel. Hi Dennis, grüß dich. Nobby, ich freue mich tatsächlich, endlich können wir mal richtig zusammen kochen. Und als allererstes heize ich kurz den Ofen auf und du kannst vielleicht schon mal den Kürbis halbieren. Nobby, du kochst ja relativ gerne und bestimmt auch viel, oder? Ja, ich habe richtig Spaß am Kochen, muss ich wirklich sagen. Jahrelang haben wir ja auch Nobby kocht gemacht und das war immer eine sehr große Freude, muss ich wirklich sagen. Das macht auch wahnsinnig viel Spaß. Ich finde, Kochen verbindet auch. Und Kochen ist einfach, wenn man das zusammen macht, das ist Teamwork, das stichelt an und wir haben immer wieder schöne neue Sachen, die sich daraus entwickeln. So, den Kürbis haben wir, genau. Den Kürbis nimmst du und dann schneiden wir den quasi von der Mitte immer runter, sodass man das sieht, dass man ungefähr so daumendick die Scheiben hat. Okay. Weil dann wird er schön gar und knusprig, aber nicht zu matschig. Ich bin wirklich gespannt, weil sowas habe ich noch nie gemacht. Die Möhren haben wir auch nur halbiert und in schöne Stücke geschnitten, weil die wollen wir in der Pfanne anrösten. Die sollen richtig Farbe nehmen. Schale bleibt dran, sind schöne Biomöhren. Die besten Vitamine sitzen in der Schale, braucht man nicht abschneiden. Ich gebe hier in die Pfanne etwas Olivenöl und da werden wir die Möhren dann ganz langsam drin anbraten. So, da machen wir ein bisschen Ahornsirup drüber. Ahornsirup? Ja, der verleiht dem Ganzen noch mal ein bisschen Süße und hilft so ein bisschen beim Karamellisieren. Okay. Wenn du so ein bisschen von dem Kreuzkümmel auf den Kürbis drauf gibst. Ich habe in die Tage mal gesucht, Dennis, Kreuzkümmel kriegt man jetzt nicht unbedingt überall, ne? Wo kommt das überhaupt her? Kreuzkümmel kommt aus dem Orient, man riecht es schon, wie intensiv das ist. Ist eigentlich eine andere Sorte als der normale Kümmel und der schmeckt einfach wahnsinnig gut. Jetzt geben wir noch ein bisschen Meersalz drüber und das Ganze tun wir jetzt bei 200 Grad in den Ofen. Ich nehme an, mittlere Schiene. Jawohl, perfekt. Derweil gebe ich die Möhren in die Pfanne, damit das Ganze hier anbraten kann. Wie lange braucht der Kürbis, um die gewünschte Konsistenz zu haben? Ich denke mal, dass er so 10, maximal 15 Minuten Länger braucht. nicht? Nee, bei 200 Grad geht das relativ zügig. Okay. Oftmals haben Möhren ja etwas Süßes. Das mag ich so. Wo kommt das her? Ja, das ist tatsächlich die Stärke, die auch in den Möhren drin ist. Die wandelt sich dann irgendwann in diesen Zucker und dann kriegt es die Süße. Und das passt wunderbar zu dem Kürbis, weil wir zwei sehr stärkehaltige Produkte haben. Ne? Wir nehmen das Blech und du kannst auf dem Blech schon mal bitte den Ziegenkäse so ein bisschen drauf bröckeln. Am besten so brechen, dass wir immer so 4, 5 Stückchen aus einem bekommen. Was ist deine Lieblingsküche? Aus welchem Land bedienst du dich am liebsten? Also ich esse sehr, sehr gerne ein schönes Stückchen Fleisch, aber ich esse auch sehr gerne Fisch. Seit neuestem bin ich großer Griechenland-Fan. Dort gibt es unfassbar viel frischen Fisch zu kaufen in den kleinen Märkten. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich esse alles ganz gerne. Die Möhren braten gut vor sich hin, nehmen auch schon langsam Farbe. Das ist genau das Richtige. Die brauchen einfach ihre Zeit. Das dauert. Also die Möhren in der Pfanne brauchen fast genauso lange wie der Kürbis. Ne? Okay. Wir verteilen jetzt ein bisschen braunen Zucker über den Ziegenkäse. Das ist perfekt, genau. Und zwar kannst du jetzt einmal den Ziegenkäse karamellisieren. Man kann das natürlich auch mit der Grillfunktion im Ofen machen. Ne? Man sollte einfach in den Baumarkt gehen und sich so eine Lötlampe holen. Das kann man immer wieder benutzen, weil man sieht, wie der Käse oben drauf schön schmilzt und der braune Zucker einfach karamellisiert ist. Das ist einfach ein Traum. Bevor wir anrichten, nutzen wir die Restwärme aus dem Ofen und tun das Blech noch mal ganz kurz rein und so wird der Käse im Gesamten noch mal so ein bisschen warm. Das ist top. Ich gebe jetzt zu den Möhren ein bisschen Thymian hinzu, damit wir noch ein bisschen den Kräutergeschmack mit aufgreifen. Das sieht super gut aus. Das sieht gut aus. Was macht denn unser Kürbis? Wir sollten die Ersten sein, die Geruchsfernsehen machen. Also das ist der Hammer. Das sieht richtig gut aus. Der braucht noch so 2, 3 Minuten. Dann können wir in der Zeit noch unser Nusspesto machen. So ein richtiges Pesto ist es nicht, weil wir ja gar keinen Käse reinmachen. Ne? Weiter, wir machen nur eine Nussmischung. Das heißt, wir nehmen Walnüsse und Cashewkerne und Petersilie. Und das Ganze mixen wir mit ein bisschen Olivenöl einfach nur und geben von der Limette was rein, dass wir die Säure haben. Weil das passt hinterher richtig gut zu dem Rest. Was wir aber noch machen können, wo ich dich darum bitten würde, ist, dass du schon mal die Kürbiskerne anröstest, weil die geben wir gleich noch zu unserem Salat hinzu. Die Cashewkerne und die Walnusskerne habe ich im Vorfeld schon geröstet. Gebe ich
Cashewkerne rein, die Walnüsse rein und ich schneide die Petersilie einmal grob durch. Dann geht es leichter. Zu dem Ganzen ein bisschen Olivenöl. Die Limette wie immer einmal übers Blech gerollt, durchgeschnitten. Warum macht man das? Dadurch öffnest du die Poren ein bisschen und dann kriegst du den Saft besser raus. Siehst du, wenn ich jetzt drücke, weil sonst tut man sich relativ schwer bei der Limette. Und etwas Meersalz noch hinzu. So, hier haben wir einmal ganz kurz durchgemixt und das ist genau das, was wir hinterher wollen. Einfach lecker, ja? Das sind die verschiedenen Aromen, die gehen richtig gut daraus. So, die Möhren sehen fantastisch aus. Da machen wir jetzt noch ein klein bisschen Butter dran. Wichtig. Und dann kommt dazu die Walnuss und die Cashewkerne, wir haben Kürbiskerne. Und wenn wir jetzt die Butter hinzugeben, dann entwickelt die immer irgendwann so eine gewisse Nussnote. Und das verleiht einfach der Möhre nochmal den letzten Glanz. Ich würde sagen, wir können den Ziegenkäse einmal kurz mit reinpacken, Okay. dass er einmal noch so ein bisschen warm wird. Und dann können wir das Ganze auf den Teller bringen, weil ich denke, das sieht einfach fantastisch aus. Das sieht richtig gut aus. Hätte man nicht gedacht, ne? Doch. Fantastisch. Der sieht gut aus. Jetzt passe ich genau auf, weil bei einem habe ich Defizite. Anrichten. Da beneide ich jeden Koch. Besten großen Stücke. Den Feldsalat marinieren wir nur mit Kürbiskernöl, weil das reicht völlig, weil wir schon so viele schöne Aromen auf dem Teller haben. Dann haben wir noch unser Nusspesto. Das sieht wirklich fantastisch aus. Alles zusammen, mal gucken. Ich bin normalerweise ja auch einer, der gerne so ein Stückchen Fleisch oder ein bisschen Fisch dabei hat. Aber das ist so fein abgestimmt. Ganz tolles Gericht. Ehrlich, Kompliment, Dennis. Wieder mal 10 Punkte. Ich nagel dir gleich wieder einen Stern an die Tür. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr Lust habt, das nachzukochen, findet ihr die Adresse mit den Rezepten unten eingeblendet. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.